Ich habe immerfort gesucht für dieses Lottoticket. Alles, was ich tat, drehte sich um dieses Lottoticket. Der kurze Weg, der schnelle Weg. Nicht, dass ich mich 20 Jahre oder 15 Jahre oder 10 Jahre abrackern und meine Sporen verdienen muss. Nein, dieser eine Film wird es richten. Dieses Lottoticket wird es für mich tun. Als der Teufel auftauchte, für mich mein eigener Teufel, trug er den Namen Jimmy und er war ein Gangster. Kein Pseudo-Gangster, sondern ein echter Mafioso, der in der Mafia und im Gefängnis war. Für was weiß Gott? Er kam und bot mir an, für 20 Millionen Dollar einen Film zu drehen. Lebensgeschichte im Spielfilm, dein Film. Heute wollte ich mit Ihnen darüber sprechen, Ihrem Traum folgen, dem Traum, der ist in Ihrem Bauch, dieser Traum, der Ihnen nachts den Schlaf raubt, der Ihnen den Atem nimmt, für den Sie so hart kämpfen. Oft ist es ein Traum vom Filmemachen, oft ist es ein Traum vom Drehbuchschreiben. Aber diesen Traum fragen Sie sich, was sind Sie bereit dafür zu tun? Sind Sie bereit, Ihre Seele dem Teufel zu verkaufen, um Ihren Traum zu erfüllen? Denn genau das tat ich. Bevor ich diese Geschichte erzähle, möchte ich Ihnen mitteilen über ein wenig, wie es dazu kam und warum ich, als der Teufel erschien, ohne Zögern unterschrieben habe. Ich wuchs Ende der 1980er, Anfang der 90er auf, als ich auf der Highschool war und bald zur Filmschule ging. Und in dieser Zeit war es eine herrliche Ära, denn es war quasi die Geburtsstunde des Independent-Films. Damals traten all diese unglaublichen Regisseure auf den Plan. Und es schien, als gäbe es jede Woche einen neuen Regisseur, eine neue, sagenhafte Geschichte, die auftauchte. Also hatten wir Spike Lee mit She's Gotta Have It und John Singleton mit Boys in the Hood, Richard Linklater mit Slacker, Tarantino mit Reservoir Dogs, Kevin Smith mit Clerks und natürlich die sagenhafteste aller Geschichten, Robert Rodriguez mit El Mariachi. Diese Geschichte ist für meine Generation und viele Generationen danach buchstäblich mythisch. Ein junger Latino-Filmemacher dreht 1990 einen Actionfilm für $7.000. Heutzutage ist das machbar und Leute tun es ständig. Aber damals war das unerhört. Die Technologie, um das zu machen, gab es noch nicht. Die Kühnheit zu haben, für gerade mal $7.000 einen Spielfilm zu drehen, geschweige denn einen Actionfilm, war verrückt. Und seine Geschichte geht so: Er traf zufällig einen der größten Regieagenten in Hollywood bei ICM zu der Zeit. Dann unterschreibt er einen Vertrag mit Columbia Pictures und dreht Filme wie Desperado, Sin City, Irgendwann in Mexiko und Spy Kids. Und der Rest ist Geschichte. Dieses ganze Phänomen, diese Ära des Filmemachens nenne ich ein Wort, das ich erfunden habe. Das ist im Grunde die Mentalität eines Lottogewinns. Filmemacher stürzen sich darauf, ich muss einen Film machen und dieser eine Film bringt mich nach Sundance und dieser Sundance-Film ich werde Sundance gewinnen und dann wird jemand vom heiligen Hollywoodberg herabsteigen und dich salben. Du sollst Regie führen. Und genau diese Mentalität habe ich nicht nur übernommen, sie wurde mir ins Gehirn eingebrannt. Und ich habe ständig gesucht für diesen Lottoschein. Alles, was ich tat, drehte sich um diesen Lottoschein. Den kurzen Weg, den schnellen Weg. Nicht, dass ich mich 20 Jahre oder 15 Jahre oder 10 Jahre abrackern und meine Sporen verdienen muss. Nein, dieser eine Film wird es richten. Dieser Lottoschein wird es für mich tun. Als der Teufel auftauchte, für mich, mein Teufel hieß Jimmy und er war ein Gangster. Kein Pseudo-Gangster, sondern ein echter Mafioso, der Zeit in der Mafia verbracht hat, Zeit im Gefängnis für Gott weiß was. Er kam vorbei und bot an, für 20 Millionen einen Film zu inszenieren. Lebensgeschichte im Film. Ein Bekannter, und ich nutze Bekannter sehr locker, brachte uns zusammen. Mit 26 war ich extrem unerfahren, weltfremd. Ich hatte zwar Musikvideos und Werbespots inszeniert, besaß Talent und etwas Erfahrung, fühlte mich aber noch nicht weltgewandt.
Trotzdem war ich überzeugt, dass ich auch so jung schon einen Spielfilm exzellent hätte leiten können. Aber als er das mir anbot, ich dachte bei mir, ist das meine Chance? Ist das mein Lottoschein? Also was passiert ist, wenn du dich so sehr nach deinem Traum sehnst und einfach alles dafür tun würdest, machst du dich anfällig dafür, von jemandem ausgenutzt zu werden, der dir genau das sagt, was du hören möchtest. Also fand Jimmy mich und dachte, na okay, der Junge hat Talent, er kann mir nützlich sein, wir können viel erreichen. Ich unterschrieb auf der gepunkteten Linie, überzeugt, dass dies meine Chance sein muss. Wie sonst? Und das muss es sein. Er dreht sich zu mir und meint, okay, Kleiner, du musst einen Trailer drehen. Das ist meine schlechte Jimmy-Imitation, also seid nachsichtig. Du drehst einen Trailer, damit ich der Filmfinanzierung beweisen kann, dass du Regie führen kannst. Ich so, klar, was ist zu tun? Er sagt, ich soll etwa 10 Minuten seines Drehbuchs filmen. Hier, lies das Drehbuch. Also lese ich es und finde eine unglaubliche Story vor. Es war echt gut, aber brauchte Überarbeitung. Daraufhin fragt er, kannst du es als Script-Doktor überarbeiten? Kannst du das umschreiben? Natürlich, sagte ich, obwohl ich noch nie ein Drehbuch verfasst hatte. Klar, ich kann ein Skript umschreiben. Wie schwer könnte es sein? Wirklich? Es sind doch nur Worte. Also, ich habe einige Szenen aus dem Film und dem Drehbuch genommen und zusammengefügt. 10 Minuten, die wir drehen werden. Und er meint, du musst das bezahlen, denn das ist deine Chance. Ich gebe dir die Chance. Ich biete dir die Gelegenheit. Also da ist dieses Wort wieder, deine Chance. Also sage ich mir, gut, das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Also werde ich meine Kreditkarte zücken und ich werde 10.000 Dollar darauf laden. Bei Kevin Smith hat es ja auch funktioniert. Robert Townsend gelang es mit Hollywood Shuffle. Warum also nicht bei mir? Ich legte die 10.000 Dollar hin, obwohl ich pleite war. Finanziell sah es schlecht aus. Aber ich dachte, das ist meine Chance, das muss jetzt sein. Also drehten wir diesen unglaublichen Trailer. Er war genial, ich liebte ihn. Wir nutzten 35 Millimeter Film, das war alles, was wir hatten. Ich ließ einen unglaublichen Schauspieler aus LA kommen. Er war ein echter Hollywood-Star. Zum ersten Mal arbeitete ich mit einem solchen Talent. Er war fantastisch und wunderbar. Wir drehten viele Szenen und hatten eine großartige Zeit. Wir drehten alles in rund 4 Tagen. Ich schnitt und fügte es zusammen, war so stolz. Jimmy liebte es. Er war begeistert. Oh mein Gott, Junge, du hast das Zeug dazu. Ich wusste, du bist der Richtige. Ich hatte immer das Gefühl, dass du es bist. Und wir werden das haben. Wir werden jetzt die Premiere haben. Wenn ich dir sage, wo die Premiere stattfindet, wirst du es nicht glauben. Natürlich. Vielleicht glaubst du es doch. Meine Premiere sollte in einem italienischen Restaurant sein. Direkt aus Goodfellas? Ich mache keine Scherze. Es ist wie direkt aus einer Szene von Goodfellas. Und wir wollten den Hinterzimmer nehmen, einen großen Röhrenfernseher aufstellen, denn das war damals üblich. Und wir wollten, ich glaube, eine VHS einlegen. DVDs zum Brennen gab es noch nicht. Also wollte ich die VHS einlegen und wir würden es uns anschauen. Jetzt. Bevor das alles passiert, gebe ich gerade den letzten Schliff am Trailer und beschließe, Jimmy anzurufen. Ich so, Jimmy, ich mache gerade die Abspann, also ich informiere dich nur über die endgültigen Credits. Ich werde natürlich der Regisseur sein und dann setze ich dich und mich als Produzenten, da ich habe es produziert und bezahlt, wirklich physisch hergestellt. Und Jimmy, das wird nicht klappen, Kleiner. Ich bin der einzige Produzent hier. Und natürlich mein junges Ego wurde durcheinander und ich sagte, tut mir leid, aber das funktioniert nicht. Clyde. Und plötzlich, der echte Jimmy tauchte auf. Er legte los, schimpfte und ging im Telefonat auf mich los. Ich drohe, dich in einen Graben zu werfen. Weißt du, wer ich bin? Egal, das ist mein Film. Wer bist du eigentlich? All das gesagt, ich lege auf. Denn an diesem Punkt, mir geht es noch gut. Ich denke, ich könnte mich jetzt zurückziehen. Bedenke, der großartige LA-Schauspieler hat alles mitbekommen und erschrak sich zu Tode, da er Jimmy im Trailer darstellte. Er verbrachte also Zeit damit, weißt du, zu versuchen, in die Rolle zu finden und all das. Er fragte, geht es dir gut? Ich, ich kann's nicht fassen. Ich bin verärgert und immer noch ahnungslos darüber. Immer noch. Es dreht sich alles um mich, um mein Ego. Und dann plötzlich ruft mich dieser Freund, der uns verbunden hat, an und fragt, was hast du gemacht? Er so, spinnst du? Ich bin weg. Ich gehe heute Abend nicht hin.
Er entgegnet, wie, du kommst heute nicht? Er hat doch all seine Kumpels eingeladen. Die Statisten, weißt du, die beim Trailerdreh dabei waren? Mit echten Waffen in Holstern, während wir gefilmt haben. Erinnerst du dich an die Typen, die du ignoriert hast, weil du zu sehr mit Regie beschäftigt warst? Sie werden alle anwesend sein. Was meinst du, was geschehen wird, falls Jimmy erscheint und sein Regisseur fehlt? Und der Film wird nicht gezeigt? Was glaubst du, was passieren wird? Denkst du, du kommst einfach so davon? Es ist zu spät, um jetzt noch davon zu kommen. Und plötzlich wurde mir klar, ich dachte nur, oh Mist. Ich bin drin, genau wie Donnie Brasco. Ich bin drin. Ich kann nicht raus, ich kann einfach nicht. Es gab diesen Moment, wo ich eine Wahl treffen musste. Ich stand vor der Wahl, aus der Situation auszusteigen. Wenn es je einen Moment dafür gab, dann jetzt, oder ich gehe diesen Weg. Das Universum präsentierte die Wahl. Verbringe das nächste Jahr auf diesem Pfad mit diesem Kerl oder lass deinen Traum, deine Chance zurück. Was entscheidest du? Ich blieb. Und ich blieb, weil ich Angst hatte und weil es meine Chance war. Das war mein eigener Lottoschein. Also erreiche ich abends das Restaurant und als ich Jimmy sehe, blicken wir uns sofort in die Augen. Ich spürte, wie die Stimme in seinem Kopf sagte, den hab ich im Sack. Er gehört mir und ich war es. Von diesem Moment an, für ein Jahr, versuchten wir, den Film zu machen. Wir bezogen Produktionsbüros in einer verfallenen Rennbahn der 1960er. Das kommt direkt aus Brasco, kein Scherz. Ich meine es ernst, ich kann es nicht einmal erklären. Roter Teppich. Der Krebsgeruch kam direkt von den Wänden. Überall war Asbest. Das waren unsere Produktionsbüros. Produktionsbesprechungen um zusammengewürfelte Cocktailtische. Unser Produktionsmeeting. Ich ziehe bei Jimmy ein und wir versuchen, diesen Film zu drehen. Wir schicken Filmrollen an alle möglichen Leute, all das Zeug und die Geschichte von Jimmy und wie ich versuche, einen Film für die Mafia zu machen, ist an sich schon extrem unterhaltsam und fantastisch. Das war nicht der einzige Aspekt daran. Das Lustige ist, dass Hollywood ihn tatsächlich ernst genommen hat. Und ich wurde mehrmals nach LA geflogen und traf Produzenten mit Milliardenumsatz sowie weltberühmte Filmstars. Ich treffe mich mit den Chefs der größten Agenturen der Welt. Ich bin im Chateau Marmont, trinke Tee mit einem der größten Schauspieler. Weißt du, wenn ich seinen Namen nenne, würdest du wissen, wer er ist. Während ich von anderen Schauspielern umgeben bin, so wie, das ist meine Chance, es muss meine Chance sein, ich bin im Ivy. Ich bin bei Spargos in Gesprächen mit Top-Produzenten, einer ist ein Milliarden-Dollar-Produzent, dessen Filme unvorstellbare Summen eingespielt haben. Jetzt sitze ich in seinem Penthouse in den Hollywood Hills, umgeben von Glaswänden, die einen atemberaubenden Talblick bieten. Alles ist überwältigend. Im Vorführraum, wie aus True Romance, schaue ich mir meinen Trailer an. Das ist meine Chance. Meine Chance, oder? Warum sonst würde das Universum das tun? Ich traf sogar Batman. Ich habe tatsächlich Batman getroffen. Man hat mich an einen geheimen Ort geflogen, wo ich gelandet bin. Und das ist kein Scherz. Ich war bei Batmans Haus. Einer der Schauspieler, die Batman spielten. Und ich fahre zu seinem Haus und wir kommen an der Villa an. Und es ist eine Villa und es ist Wayne Manor. Es ist einfach Wayne Manor. Nennen wir es beim Namen. Es ist Wayne Manor. Alles in Ordnung? Dann plötzlich. Sein Diener, sein Butler, das ist Alfred. Es ist Alfred. Alfred erscheint. Er sagt, Mr. Wayne, wir sehen uns gleich. Er ist im anderen, ist. Ich mache keine Witze. Ich so, klar, mir geht's gut. Warum nicht? Also gehen wir rein, privat, Koch macht frische Omelettes. Er so, was möchten Sie, mein Herr? Ich so, ich weiß nicht. Eiweiß mit ein paar Tomaten. Ich so total begeistert. Ich so, das ist der Wahnsinn. Das muss wieder mein Moment sein, oder? Also sitze ich da und warte, während ich mir seine Auszeichnungen und Filmplakate von seinen Werken anschaue und all solche Sachen. Plötzlich sehe ich vor mir Batman. Da kommt er auf mich zu von der anderen Seite des Hauses und ich so, oh mein Gott, da ist Batman. Und er trägt eine Strickjacke. Warum trägt Batman eine Strickjacke? Es war surreal. Es war surreal. Und er kommt auf mich zu und wir fangen an zu reden. Ich so, oh mein Gott, Alter, wir haben Batman gespielt und ich liebe die Filme, in denen du warst, besonders den, für den du fast den Oscar hattest.
Oh Mann, danke. Wir sitzen da, reden 3 Stunden, während Jimmy eigentlich nur Däumchen dreht. Jimmy kann einfach nicht über Filme sprechen. Er ist Gangster, also wir reden über Filme und plötzlich dreht sich Batman zu mir und sagt so, hey Alter, willst du bei mir übernachten, um über den Film zu reden? Weil ich werde in deinem Film mitspielen. Und ich so, du wirst in meinem Film mitspielen? Ja, klar, du bist dabei. Ich will mit dir arbeiten und in deinem Film mitspielen. Nochmal. Das ist meine große Chance. Und ich so, ich würde echt gerne bei Batman übernachten. Und dann plötzlich meint Jimmy so, nee, Kleiner, nee, Kleiner. Wir müssen zurück. Wir müssen an der Vorproduktion weiterarbeiten. Und ich hätte mich fast umgedreht zu ihm und gesagt, Alter, wenn Batman dich zum Übernachten einlädt, du übernachtest, es sollte nicht sein, ich wurde ausgeflogen. Zurück zu unserer Rennstrecke. Und ich muss Ihnen eine weitere Geschichte erzählen, damit Sie verstehen, wer Jimmy war. Jimmy bedrohte mich nicht nur. Täglich mündlich, es war wie mit Joe Pesci aus Goodfellas zur Arbeit zu gehen. Man wusste nie, wen man trifft. Es konnten die coolsten, witzigsten Geschichten sein, wie von einem unglaublichen Kerl, oder man konnte. Bin ich für dich ein Clown? Amüsiere ich dich? Psychotisch? Bipolar? Verrückt? Also drohte er mir täglich. Ich werde dich in einen Graben werfen. Ich erinnere mich an einen Tag während eines Produktionsmeetings. Er packte meine Schulter und drückte hier so fest zu und sagte, weil ich ein wirklich gutes Produktionsmeeting hatte und meine Crew und alle wirklich zufrieden waren. Er sagte, vergiss nicht, wer Kapitän ist. Ich kann dich mit einer Schaufel schlagen und in einen Graben werfen. Das ist fantastisch motivierend, einen Film zu drehen. Wunderbar, es bringt dein Blut in Wallung. Beim Versuch, meinen Film zu drehen, begegnete ich unglaublichen Crewmitgliedern. Ich holte sogar Kollegen aus Los Angeles, mit denen ich bereits gearbeitet hatte. 2 davon aus LA verdienen besondere Erwähnung, da sie mir in meiner dunkelsten Zeit beistanden. Einer war Frank, der erste Regieassistent, der Erfahrung mit Größen wie David Fincher und Martin Scorsese hatte. Er wurde mein Mentor und lehrte mich das Handwerk. Es war wie eine Filmschule, dieser ganze Prozess. Eine harte, aber lehrreiche Erfahrung. Der andere war mein Kameramann, der ebenso unverzichtbar war. Wir würden ihn gerne Boris nennen. Boris, also da. Boris war wie ein Licht. Er war ein strahlendes Licht in der dunkelsten Zeit meines Lebens. Er war da, um mich zu beschützen und zu lehren. Er kam aus Osteuropa und ich hatte noch nie jemanden aus Europa getroffen, da ich ein abgeschotteter kleiner Kastenjunge und völlig grün hinter den Ohren bin. Und er war es, der mir half, er und Frank, die mir beistanden. Trotzdem sahen sie den Druck, unter dem ich stand, das Trommelfeuer, dem ich ausgesetzt war. Und es war Wahnsinn. Und ich wollte dir das erzählen, weil ich wegen Boris hier bin und über diese Geschichte spreche. Denn Boris war es, der 18 Jahre lang unermüdlich auf mich eingeredet hat. Alex, du musst diese Geschichte erzählen. Alex, du musst das teilen, du musst das Drehbuch schreiben. Seine genauen Worte waren immer, du musst das Drehbuch schreiben. Und ich so, ich schreibe das Drehbuch nicht. Und es hat lange gedauert, bis es endlich kam. 1,5 Jahre her oder so, ich fahre mit meiner Familie zu Target. Und Boris ruft mich aus heiterem Himmel an. Er fragt, bist du in der Nähe? Ein Radio? Ich sagte, ja, ich kann den Sender einschalten. Als ich es tat, rate, wer zu hören war. Und plötzlich war ich wieder dieser 26-jährige junge Kerl und alles brach einfach über mir zusammen. Ich war 43, nein, 40, ich denke, es waren 43. Ein erwachsener Mann mit Familie. Und plötzlich war ich wieder dort. Dachte nur, oh mein Gott. Und ich sagte zu meiner Frau, geh zu Target. Ich muss das tun. Ich muss diesem Kerl zuhören. Und sie wusste einiges darüber. Sie kennt nicht die ganze Geschichte. Niemand kennt die ganze Geschichte. Niemand kennt die ganze Geschichte dessen, was passiert ist. Ich sitze da, muss wieder anhören, wie er Unsinn redet, will Filme machen, jammert. Die Welt hätte ihn betrogen, diesen Wahnsinn. Das Interview endet. Ich rufe Boris an und sage, Boris, ich kann nicht glauben, dass er immer noch damit durchkommt. Er meint, du musst das Drehbuch schreiben. Es ist Zeit.
Und ich sage, ich schreibe nicht das Drehbuch. Ich jage keinem Geld nach. Es handelt von einem Filmemacher, der versucht, mit der Mafia einen Film zu drehen. Es ist ein historisches Werk, da es Anfang der 2000er Jahre passierte. Wer gibt mir die 3 bis 5 Millionen Dollar, die ich brauche, um das zu machen? Es ist sicher kein 3000 Dollar Film. Das wird wohl etwas größer. Und er so, na dann schreib doch ein Buch. Und ich so, er hat recht, ich sollte ein Buch schreiben. Und genau das habe ich getan. Es war das Härteste, was ich je tun musste, denn ich musste zurück in die dunkelste Zeit meines Lebens und dort ein Jahr verbringen, während ich das Buch schrieb. Ich musste weinen, während ich bestimmte Szenen schrieb, weil ich alles wieder gefühlt habe. Es kam alles stürmend zurück. Ich übersprang Kapitel beim Schreiben, weil ich wusste, wohin ich emotional gehen musste, um an diesen Ort zu gelangen. Als ich fertig war. In dem Moment, als der erste Entwurf fertig war, fiel eine Last von meinen Schultern. Aber das Beängstigende daran war, dass es eine Last war, von der ich nicht wusste, dass ich sie trug. Es ist nicht so, dass ich 10 Jahre lang da saß und dachte, oh, Jimmy hat mir das angetan. Jimmy hat jenes getan. Das habe ich nicht gemacht. Ich hatte ein ganzes Jahrzehnt lang nicht an ihn gedacht. Wirklich nicht. Aber nachdem das Buch veröffentlicht wurde, hatte ich diese kathartische Erfahrung. Ich habe mein Leben ein wenig analysiert. Und was mir klar wurde, war, diese traumatische Erfahrung in meinem Leben hat buchstäblich den Verlauf meines ganzen Lebens und meiner Karriere verändert. Denn jede Entscheidung, die ich traf, auf einer unterbewussten Ebene, versuchte mein Unterbewusstsein mich zu schützen, weil es nicht dorthin zurückkehren wollte. Es war Bahn, das Drehen eines Spielfilms mit extremem Schmerz auf einer unterbewussten Ebene. Auf bewusster Ebene bin ich Tarantino, lass uns das machen. Aber unterbewusst umgab ich mich mit Leuten, die es niemals fertigstellen würden. Ich stellte mir selbst Hindernisse in den Weg. Ich sabotierte mich selbst. Und ich fragte mich, mein Gott, wenn ich das durchmache. Ich kann mir nur vorstellen, wie viele meiner Kollegen Filmemacher das getan haben, ohne zu wissen, dass sie es tun. Ob aus Angst vor Misserfolg, Angst vor Erfolg. Mama sagte mir, ich sei nicht gut genug. Du bist dumm, all das Zeug. Und ich erkannte, dass ich diese Geschichte teilen musste. Ich wollte sie verbreiten, um zu helfen und zu zeigen, dass es immer eine Wahl gibt, selbst in schlechten Situationen. Verkaufe nie deine Seele, nur für eine Chance, um vielleicht deinen Traum zu verwirklichen. Es war keine Garantie, sondern die Möglichkeit, ihn zu erreichen. Du solltest dich nicht selbst aufgeben. Du solltest keine Misshandlungen erdulden. Wie viele Menschen sitzen wohl gerade jetzt, während wir hier sind in dieser Stadt, in Hollywood, und ertragen Missbrauch von ihren Chefs, ihren Regisseuren, den Mächtigen, die die unter ihnen Stehenden unterdrücken, und sie ertragen es. Warum? Dieser bloße Zufall, um eine Stufe zu steigen, um die Beförderung zu ergattern, um das eine Ding zu bekommen, um jenes Lottoticket, genau jenes, das wird mich an die Spitze bringen. Und ich wollte diese Geschichte aus genau diesem Grund veröffentlichen, nur aus diesem Grund. Und ich hinterlasse Ihnen dies hier. Ich hinterlasse Ihnen 2 Zitate. Eines meiner Lieblingszitate stammt von Robin Schwomer, der sagt, viele sterben mit 20, begraben werden sie mit 80. Und als ich dieses Zitat hörte, war es wie ein Schlag in die Magengrube, denn viele unserer Freunde, viele Bekannte, viele Filmemacher, sie nehmen diesen Job an, um sie zu schaffen. Sie erfüllen nicht ihren Zweck, sind nicht hier, um deinen Traum zu verfolgen. Ich befürworte es, deinem Traum zu folgen, denn ihr seid alle hier aus einem Grund. Jeder auf der Welt ist aus einem bestimmten Grund hier. Du hast ein Talent, du hast eine Gabe, die du mit der Welt teilen kannst. Was das ist, entscheidest du. Es muss nichts Großartiges sein. Es kann auch etwas Einfaches sein. Aber du musst es finden, denn wenn du es findest, dann wirst du glücklich. Und dann hättest du diesen verbitterten, wütenden Filmemacher, den wir alle kennen. Und ich sage immer, wir kennen alle wütende, verbitterte Filmemacher, nicht wahr? Wenn du keinen verbitterten, wütenden Filmemacher kennst, bist du wohl selbst einer. Ich sage den Leuten immer, bitte folgt euren Träumen, aber seid dabei sehr vorsichtig. Es gibt Teufel, die um die Ecke lauern, um euch bei eurem Traum auszunutzen. Ich hoffe, diese Geschichte hilft euch auf eurem Weg. Und zum Abschluss möchte ich euch mit einem Zitat des verstorbenen und großartigen Joseph Campbell verabschieden, der sagte, den ihr gesuchten Schatz,
Der Schatz, den ihr sucht, liegt in der furchteinflößenden Höhle. Nutzt jede Gelegenheit, die sich euch bietet, um in diese Höhle einzutreten, denn eure Zeit hier auf Erden ist begrenzt. Verfolgt eure Träume, seid dabei vorsichtig, aber immer, immer macht es einfach. Danke euch. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.